Als führendes Forschungszentrum für zerstörungsfreie Prüfung und Charakterisierung entwickeln wir hier am Research Center for Non-Destructive Testing, kurz RECENT genannt, Mess- und Prüfverfahren für die Industrie. Zerstörungsfrei und sogar berührungslos blicken wir in die Materialien und schaffen so eine Darstellung der inneren Struktur. Was haben Automobile, Bahnfahrzeuge, Wind- und Wasserkraftwerke gemeinsam? Sie alle beinhalten rotierende Teile, wie zum Beispiel Wellen, wie die Kurbelwelle, Achsen, Kugellager und Schienenräder. Um den Verschleiß zu reduzieren und damit die Lebensdauer wesentlich zu erhöhen, werden die belasteten Stellen typischerweise oberflächlich behandelt und induktiv gehärtet. Die Prüfung und damit Sicherstellung der erreichten Einhärtetiefe erfolgt bei den aktuell angewandten Standardverfahren durch Zerschneiden und Analyse der Schnittfläche im Labor. Damit ist das geprüfte Bauteil aber Schrott. Und die erhaltenen Ergebnisse geben nur einen statistischen Einblick zur aktuellen Produktionsqualität. Eine neue, schnelle Methode, diese Einhärtetiefe zu visualisieren und damit auch inline zu prüfen, ist Laserultraschall. Laserultraschall erzeugt und detektiert Ultraschallwellen mittels kurzer Laserpulse und ist damit berührungslos und zerstörungsfrei. Speziell für die Messung und Visualisierung der Einhärtetiefe ist die Breitbandigkeit von Laserultraschall ein großer Vorteil. Typischerweise reicht die Bandbreite vom Kilohertzbereich bis in den Megahertzbereich. Durch eine mögliche 100% Bauteilprüfung kann der Prozess schneller eingestellt und lückenlos überwacht werden und damit Schrott- und Ressourceneinsatz optimiert werden. Beim induktiven Härten entstehen typischerweise zwei Bereiche mit unterschiedlichem Gefüge. Die mit Laser erzeugten Ultraschallwellen werden am Übergang zwischen den beiden Bereichen rückgestreut. Als Ergebnis eines Linienscans ergeben die Streusignale ein ähnliches Bild wie beim konventionellen Schliff.